Hallo und willkommen, liebe Freunde der Küchenkunst. Unsere Äpfel sind endlich reif und ich habe ein tolles Rezept für eine rustikale Apfeltart, die natürlich auch noch unheimlich lecker ist. Man braucht keine Backform, sondern nur ein Blech und los geht's. In eine Schüssel gebe ich 250 Gramm Mehl, 100 Gramm kalte, in Würfel geschnittene Butter, 35 Gramm Zucker sowie eine Prise Salz. Das Ganze wird nun zunächst durchgeknetet, wobei sich die Butter etwas im Mehl verteilen wird. Eine Bindung entsteht jedoch noch nicht, sondern erst durch die Zugabe von 60 Gramm eiskaltem Wasser. Alles wird weiter geknetet und sobald ein Teig entsteht, stelle ich die Maschine ab. Mit dem Handballen knete ich den Teig noch einmal kurz durch, dann rolle ich ihn aus, falte ihn einmal zusammen und lasse ihn für eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. In dieser Zeit bereite ich eine Mandelcreme vor. In einen Mixbecher, der auf einer Waage steht, gebe ich ein Ei. Dieses wiegt 60 Gramm und nun gebe ich gleich schwer, also 60 Gramm Zucker, 60 Gramm gemahlene Mandeln und 60 Gramm Butter sowie 2 Tropfen Bittermandelöl dazu. Zwischendurch habe ich noch das Messer eingesetzt, denn wenn der Behälter zu voll ist, geht das nur noch sehr schwer. Wer keinen Mixer hat, gibt die Zutaten in eine Schüssel und verrührt sie mit einem Schneebesen. Die Butter sollte dann aber weich sein. Beim Mixen hat sich das Ei nicht so gut verteilt und klebt am Rand, also wird es mit einem Teigschaber wieder zurück zur Masse gegeben. So sieht die Füllung aus. Der Teig ist nun entspannt genug und kann zwischen 2 Blättern Backpapier ausgerollt werden. Das erfordert etwas Kraft, da er kalt und fest ist. Das Backpapier verhindert, dass man noch mehr Mehl in den Teig einarbeitet. Dabei muss man die entstehende Teigplatte immer wieder wenden, das untere Papier abziehen, wieder glatt streichen, wieder auflegen, weiter ausrollen und wiederholen. Rund wird die Teigplatte, indem man sie ständig weiter dreht und darauf achtet, das Holz immer in die Ecke zu rollen, die am wenigsten ausgebuchtet erscheint. Übung kommt auch hier mit der Routine. Außerdem wird das ein rustikaler Kuchen. Er kann und darf ruhig ein bisschen unregelmäßig sein. Die Teigplatte sollte ungefähr einen Durchmesser von 35 cm haben. Wenn sie wie hier ein bisschen größer als das Backblech ist, macht das nichts, ihr werdet es gleich verstehen. Auf den Teigboden gebe ich schon mal die Füllung und verteile sie kreisrund, wobei ich darauf achte, dass der Außenrand der Creme schön dick ist und ich einen Teigrand von 4 bis 5 cm freilasse. Jetzt müssen noch die Äpfel geschält und geschnitten werden. Das mache ich immer als letztes, da ich nicht möchte, dass die Äpfel zu braun werden. Um das zu verhindern, werden die Äpfel zwischen den Arbeitsgängen immer in Wasser abgelegt. Am schnellsten geht es, wenn man zunächst alle Äpfel schält, sie anschließend alle viertelt und dann bei allen Vierteln die Kerngehäuse rausschneidet. Dazu benötigt man jeweils einen Sparschäler, ein gerades Messer sowie ein Turniermesser. Danach gebe ich die Äpfel auf ein sauberes Handtuch und reibe die Viertel trocken, damit das Wasser nicht den Kuchen durchnässt. Die Viertel schneide ich nun in Streifen von ca. 3 mm Dicke. Das sollte ebenfalls flott gehen, ihr wisst schon, wegen der Oxidation. Sodann können die Scheibchen auf der Creme verteilt werden. Nun muss ich nur noch den Teigrand in Richtung Zentrum umlegen. Falls er sich nicht so leicht vom Backpapier lösen lässt, kann man einen Teigschaber zur Hilfe nehmen. Am besten legt man ihn in kleine Falten und drückt ihn dann fest. Da der Teig mit Wasser zubereitet wurde, hat er eine gewisse Elastizität, sodass er nicht so schnell reißt. Trotzdem muss man feinfühlig vorgehen. Zu guter Letzt wird alles noch einmal fest angedrückt und dann geht es ab damit in den Ofen. Die Backzeit beträgt bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze ca. 35 bis 40 Minuten, was ofenbedingt natürlich variieren kann. Neben der Aufräumarbeit kann in dieser Zeit noch eine Glasur vorbereitet werden. In eine kleine Schüssel gebe ich 3 Esslöffel Puderzucker sowie 3 Teelöffel braunen Rum und verrühre das Ganze. Wer keinen Rum benutzen will, kann, mag oder darf, nimmt einfach etwas Wasser.
Und so sieht der fertige Kuchen aus. Er wird mitsamt Papier auf einen Kuchendraht gegeben und die Glasur wird sofort über den noch heißen Kuchen verteilt. Wer will, kann sie auf dem Rand mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Jetzt muss die Tarte noch auskühlen und dann kann sie genossen werden. Begleitet von einer Tasse heißen Schokolade ist sie wirklich nicht zu verachten. Der Teig ist schön knusprig, die Mandelcreme verströmt ein leichtes Aroma von Marzipan, welches sich mit der milden Säure der weichen Äpfel verbindet. Ein Genuss. Der Kuchen schmeckt auch am nächsten Tag noch sehr gut, auch wenn er dann etwas weicher geworden ist. Er lässt sich aber auch problemlos einfrieren. Probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer viel Spaß beim Backen und guten Appetit.